Hallo zu diesem neuen Video. Ja, ich habe seit ein paar Monaten die fixe Idee, dass ich mal mit dem Rennrad 360 Kilometer von zu Hause bis in die Heimat fahre, also von Hirschberg bis nach Greven im Münsterland. Und ja, es ist jetzt der Sommer 23. Vor ein paar Tagen war auch der längste Tag des Jahres, also es wird früh hell und bleibt lange hell. Das ist doch ganz gut, weil dann kann ich morgen früh um so ungefähr gegen 3 Uhr will ich losfahren und dann hoffe ich, bin ich 15 Stunden später ungefähr da. Ja, also jetzt ist Freitagnachmittag, morgen früh geht's dann los. Versuche heute dann früh schlafen zu gehen und bevor wir das tun, kann ich vielleicht noch mal eben zeigen, was ich alles so anhabe und mitnehmen werde auf dem Fahrrad. Also, ja, Fahrradcomputer, Rücklicht, dann Helm mit der Brille, aktuell klare Gläser drin. Hier drin habe ich auch die abdunkelnden Gläser. Und ich habe die Helmlampe, die ist klein und leicht und dann kann ich die nach ein paar Stunden, wenn es dann hell ist, vom Helm abmachen und in die Arschrakete tun. Ja, dann da hinten meine Schuhe, Polsterhose, Trikot, Unterhemd, Socken und weil es auch regnerisch werden soll, auf jeden Fall die Regenjacke, dann noch ein reflektierendes Geschirr für den Oberkörper. Brustgurt und zweite GoPro und auf jeden Fall mitnehmen werde ich die Regenschuhüberzieher, die da liegen. Das ist eine kurze Regenhose, da muss ich noch mal überlegen, ob ich die mitnehme. Das mache ich so ein bisschen abhängig, wie heute Abend die Wetterprognose sich verhält. Ja, 2 Trinkflaschen am Fahrrad, das war so, was ich anhabe. Und was haben wir noch? Ja, ein bisschen Kohle, Gesundheitskarte, Bankkarte, Perso. Ja, 2 Ersatzschläuche. Dann hier ein bisschen was zu essen. Nüsse, Haribo, Porridge, Kohlenhydrate, hier nochmal Gels. Nicht zu viel. Das meiste werde ich dann unterwegs machen. Ja, falls was dreckig wird. Einen kleinen Lappen, Tempos, Elektrolyttabletten, 6 Stück. 2 tue ich morgens auch schon da rein. Also habe ich insgesamt 8. Hier ein bisschen Elektro, also die Ersatzakkus für die GoPro Hero 9 und 8. Dann das sind Knopfzellen für die elektronische SRAM Access. Das ist die Knopfzelle für Classified PowerShift. Und ja, mein Schloss. Dann Kettengleitmittel, weil bei 360 Kilometern kann ich mir vorstellen, dass man das nochmal nachlegen muss. Eine Luftpumpe, falls was passiert mit dem Reifen und so weiter. Dann ja, Reifenheber. Ventiladapter fürs Auto, vom Autoventil, Flickzeug, Mini-Ratsche mit den entsprechenden Bits, die ich für dieses Fahrrad brauche, ein Kettennieter, ein Schaltauge, nochmal hier ein extra kleiner Torx für Classified PowerShift Lenkereinheit, dann ein Kettenschloss, CO2-Kartusche und Chamois Cream. Ja, das kommt jetzt gleich dann alles noch hier rein. Und dann ja, gehe ich gleich schlafen und dann sehen wir uns morgen früh. In der Nacht habe ich gar nicht gut geschlafen und so war ich schon 5 Minuten vorm Wecker wach. Ich habe dann schnell 2 Kaffee getrunken, Porridge gegessen und dann ging es auch schon los. In den ersten Stunden trafen 2 Parallelwelten aufeinander. Ich, der früh schlafen geht, früh aufsteht und Sport macht und wie hier rechts die Nachtschwärmer. Auf der B3, die mich bis nach Frankfurt führen sollte, lief super, der Asphalt war toll, es rollte gut und kein Verkehr. Ja super, ich wurde gerade nach 43 Minuten das erste Mal von einem Auto überholt. Schön ruhig, nichts los, es rollt sich wunderbar. Ja, so jetzt gegen 4:16 Uhr dämmert es merklich. So gut, 30 Kilometer habe ich. Eine Viertelstunde später sieht man auch, dass es heller wird. So, ich bin in Sprendlingen, 60 Kilometer sind geschafft, mit einem 28er Schnitt, also kontrolliert schnell oder zügig würde ich sagen. Ja, rollt sich gut, 300 Kilometer noch. Ja, ich fahre 30 mm breite Reifen mit Schlauch, also seit dem Sommer kein Tubeless mehr, einfach weil ich keinen eigenen Mechaniker habe.
Also wir haben 5 Räder und wenn man da jedes halbe Jahr die Dichtmilch wechseln muss, mache ich das im Jahr 10 Mal. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich spüre keinen großen Unterschied oder keinen Unterschied. Und ich glaube, ich wechsle lieber 5-mal den Schlauch, als dass ich einmal Dichtmilch aus dem Reifen holen muss, wenn es nicht läuft. Und dann einen Schlauch da reinlege, was einfach eine absolute Sauerei ist. Ja, von daher mit Schlauch. Hier sehen wir die ganze Strecke über die B3 bis nach Frankfurt. Rechts der Odenwald, links die Rheinebene. Um 5:41 Uhr war ich auf der Alten Brücke in Frankfurt. Ich hatte auf der Strecke ungefähr alle 80 Kilometer einen Verpflegungsstopp eingebaut und als ich die Aral gesehen habe, habe ich mich erinnert, ja, bei Kilometer 75 war ja was. Kurz auf den Tacho geguckt, jo, das muss sie sein. Fürs Ganzkörpertraining habe ich natürlich noch ein paar Hindernisse eingebaut und dann ging es auch weiter. Ja, wunderbar hier durch die Felder zu fahren. Richtig schön ruhig, guter Belag, perfekt. Ja, und zu meinem Ziel heute. Also es geht eigentlich nur darum, die Strecke zu fahren. Ich mache da nichts Besonderes. Wenn ich wie früher eine schöne Currywurst Pommes Mayo vom Sterngrill bekomme, dann bin ich schon happy. Und wenn es das nicht gibt, dann vielleicht eine Salami-Pizza mit Sauce Hollandaise. Und mal eben gucken hier, wo muss ich hin? Links. Und ja, also es ist zwar meine Heimat, aber meine Familie wohnt ja mittlerweile in Oldenburg. Einmal schalten. Und ich habe da zwar noch Freunde, aber ich denke, wenn ich da heute Abend nach 360 Kilometern ankomme, da will ich essen, trinken, schlafen. Will da ja, keinen Druck oder so haben wegen irgendwelcher Verabredungen. Deswegen bin ich in einem Airbnb und mache das dann so. Ja. Ja, jetzt sind so gut 90 Kilometer. Läuft gerade wunderbar. Eine Saline. Wer Probleme mit den Atemwegen hat, kann da rumgehen und atmet ja, feuchte, salzige Luft ein. So, jetzt habe ich 120 Kilometer auf dem Tacho, habe hier gerade mal Wasser aufgefüllt am Friedhof. Die Lampe jetzt abgemacht in die Arschrakete, so ein bisschen die Sachen nochmal umsortiert. Ein bisschen was zu essen in die Trikottaschen und ja, ich bin jetzt hier an dieser, ja, da vom Höhenprofil. Ne? Jetzt kommen halt so ein paar Höhenmeter und ja, die gesamte Strecke, so, nee, so nicht, da so, ne? So sieht man es. Podcast und Musik zu hören war bei der Langstrecke auf jeden Fall wichtig. Hier mein Lieblingslied zum Ballern. Hier sehen wir die Strecke von Frankfurt am Main bis nach Gießen. So, ich bin jetzt, glaube ich, durch Gießen durch. Läuft weiterhin gut. Ich esse regelmäßig, trinke regelmäßig und dann sollte das klappen.
bisher gar kein Abenteuer. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also ich denke mal, ich komme so langsam ins Sauerland. Die Anstiege häufen sich. Jetzt 2 Kilometer mit 3% oder so. Alles easy im Grundsatz, aber ja, bei so vielen Kilometern in beiden merkt man dann jede Steigung. Ja, 150 Kilometer auf dem Tacho. Gerade mal ein bisschen Gel gegessen, Hintern eingecremt, aber ja, das ist übrigens ein neuer Sattel von Esculap. Ein bisschen unvernünftig. Ich bin den vor dieser Tour erst 47 Kilometer gefahren einmal. Ja, und jetzt direkt diese lange Tour, aber bisher super und ich glaube, das wird gut heute. Ja, bin, glaube ich, happy. Aber mal sehen, vielleicht fällt das Fazit ja noch anders aus. Aber Sattel ist ja immer was sehr Individuelles. Ne? Das Schöne ist ja, man weiß nie, woran es liegt. Es ist jetzt der Sattel, die Hose, die Gesäßcreme, die Sitzhaltung. Ja, schwieriges Thema. So ganz zufrieden war ich in der letzten Zeit nicht mit meinen Sätteln. Deswegen jetzt mal den. Ja, hier ist eine Vollsperrung, aber ich will nicht zurück und umdrehen. Ich probiere es, ist auch nicht weit. Es sieht so aus, als würde fast nur noch die Straßenmarkierung fehlen. Vielleicht habe ich Glück. Ja, das war dann letztendlich komplett unproblematisch. Also man merkt bei jedem Anstieg die Oberschenkel. Das ist schon ordentlich. Noch 194 Kilometer. Das war hier, glaube ich, das steilste Stück. 200 Meter können ganz schön lang werden. Aber wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Der x Anstieg gleich geschafft. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Höhenmeter. Also ich habe schon 1552 und 1400 noch. Und ja, das letzte Drittel geht schön viel bergab. Das ist doch schön. Ja, jetzt habe ich mehr als die Hälfte. Ich habe mir gerade passend eine Tankstelle am Wegesrand. Kurz Wasser aufgefüllt, 1 Liter. Elektrolyttabletten noch mal reingekippt. Und jetzt hier ein Eis. Ja, und dann kommen gleich die 2 Hauptanstiege. So. Ja, es gibt so leichte Tropfen, aber noch keine Zeit für die Regenjacke. Eigentlich ist es ganz gut, dass es am 1.7., wo ja eigentlich Hochsommer ist, es so maximal ja, 20, 21 Grad werden. Cool. Ein weiterer Anstieg ist geschafft. Hup, hup, hup. So, ersten Hauptanstieg geschafft. Ging 4 Kilometer übers. Ja, und es ist 11:32 Uhr. Also ich bin gerade optimistisch, dass ich vor 18 Uhr ankomme. Das wären dann unter 15 Stunden brutto. Das wäre echt cool. Ja, gerade ist etwas ungemütlich. So leichter Regen, aber Wind dabei und boah. Jetzt geht's noch mal rauf. Hab gerade schon überlegt, die Regenjacke anzuziehen, aber noch nicht. Solange auf der Straße kein Wasser steht und das dann so von oben hochspritzt, ist cool. Das Wasser ist zu tief für mein Roadbike. Ich muss über die Brücke.
letzter großer Anstieg. Muss gerade aber noch mal absteigen, bisschen Beine durchdehnen. Hatte sich so ein leichter Krampf angekündigt. Da bin ich lieber mal abgestiegen und mir 3 Minuten Zeit genommen. Weiter jetzt. Hier die Strecke von Gießen bis zum letzten großen Anstieg. Anstieg beendet. Guck mal hier, da sind wir auf der Spitze und jetzt geht's praktisch nur noch bergab. Ist das nicht geil? Ja, jetzt wo es auf Greven zugeht, ist vielleicht mal ein bisschen Zeit für etwas Deep Talk zu meinem Heimatort. Also ist jetzt keine romantische Beziehung. Ich bin ziemlich froh, dass ich ganz woanders wohne, wo mich keiner kennt. Denn ja, Greven ist ein Ort mit 35.000 Einwohnern. Ich habe da 27 Jahre lang gewohnt und wie das so ist im Leben, mit ein paar Leuten läuft es gut, mit ein paar anderen überwirft man sich. Entweder weil ich mich blöd verhalten habe oder die andere Person. Ja, und so bin ich ganz froh. Also, oder wenn ich jetzt da noch wohnen würde und einkaufen gehen würde, müsste ich immer damit rechnen, ja, Leute auch zu treffen, auf die ich vielleicht keinen Bock habe. Und ja, das gefällt mir halt an Hirschberg gut. Da kennt mich keiner. Ich kann machen, was ich will. Kann im Schlafanzug zum Supermarkt gehen oder so. Letztens habe ich mal meine Friseurin getroffen im Supermarkt. Das war krass, weil eigentlich kenne ich da niemand. Ja, das genieße ich einfach. Kennt ihr auch solche Gefühle oder solche Sachen oder seid ihr mit allen immer cool? Also falls ich es bisher noch nicht gesagt haben sollte, ich glaube, das wird zum Ende hin noch ein richtiger Krampf, irgendwie sowas. Es ist doch kaum zu glauben. Vorhin fängt es an zu regnen. Ich ziehe die Regenjacke an. Dann fahre ich los, dann ist es schon wieder trocken. Dann fange an zu schwitzen, ziehe die Regenjacke jetzt aus. Es fängt an zu regnen. Jetzt fahre ich weiter. Kein Bock. Ach, boy. Also seit 1-2 Stunden läuft es irgendwie nicht so. Ich komme nicht richtig voran. Die Kilometer, die zu fahrenden, sinken nicht so schnell, wie ich möchte. Die 15 Stunden muss ich auch an den Nagel hängen oder abschreiben. Ja. Mittlerweile will ich nur noch ankommen. So, endlich lohnt sich jetzt auch die Regenjacke. Danke. Warum sind Hupen an Autos mittlerweile nicht eigentlich verboten? Das ist der Inbegriff der Aggressivität im Straßenverkehr und jeder Mensch, der in der Nähe steht, erschrickt sich. Ich habe mir das echt abgewöhnt, denn Hupen ist einfach für Dreijährige. Und da ist auch schon die nächste eingeplante Verpflegungsstelle. So, ich hoffe, das ist die letzte Pause für heute.
knapp 90 Kilometer vom Ziel. Ja. Pfand bringe ich gleich wieder zurück. Hat sie schon abgehalten. Perfekt. Ja, seit langem ist mal wieder schön. Und jetzt gerade habe ich so das Gefühl, es läuft mal wieder ein bisschen besser. Ja. Auf ein Tief folgt ein Hoch. Ja, das dürfte doch die Ruhe sein hier, glaube ich, neben mir. Ganz schön viel Holz drin. Ja, der Regen ist da, ich bin nass. Ich brauche jetzt auch keine Regenhose, Regenjacke mehr überziehen. Kalt ist es nicht, von daher geht das jetzt so. Ich ziehe jetzt weiter durch. Das Gute bei so langen Strecken ist, man kommt dann irgendwann auch wieder in trockene Gebiete. Also ja, nass, trocken, nass, trocken. Hier sehen wir die Strecke vom höchsten Punkt bis nach Hamm. Ja, ich bin jetzt 47 Kilometer vorm Ziel und bisher kenne ich noch nichts. Aber das wird sich dann spätestens ab Münster ändern. Gerade hat es so geregnet, also die Regentropfen waren so schnell, dass es auf der Lippe wehgetan hat. So immer viele kleine Piekse. So, wir sind in Münster. Hier ist der Hafen, hier links. Der Dortmund-Ems-Kanal. Hier fahre ich auf der Promenade, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Münster. Ja, die Promenade ist ein aus dem Befestigungsring um die Stadt entstandener autofreier asphaltierter Weg, ist 4,5 Kilometer lang. Und in der Mitte können Fahrradfahrer fahren und links und rechts die schmaleren Wege sind für Fußgänger. Ja, jetzt bin ich hier auf meiner früheren Pendelstrecke von Greven nach Münster zur Fachhochschule. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Es waren so 16, 17 Kilometer ein Weg. Mit dem Trekkingrad. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Münster gezogen. Ja, genau auf diesem Stück fahre ich jetzt. Ja, und es sind keine 10 Kilometer mehr bis zum Ortsschild. Und hier die letzten Meter von Hamm durch Münster bis nach Greven. So, wir sind da. Das hier ist die Ems. Hab's geschafft. Gut, drücken wir auf Stopp. Und dann, ja, weil es eine Heimattour ist, fahre ich natürlich noch mal eben kurz an den beiden Häusern vorbei, wo ich früher gewohnt habe. Und ja, dann ins Airbnb. Und das Gute ist, dass ich schnipsen kann. Ja, in dem Haus hinter mir, da haben wir, oder ich gewohnt von so 2 bis 12 ungefähr. Das war oben zur Miete und ja, das war totaler Wahnsinn, weil wir als Kinder, wir hatten vollen Freifahrtschein, wir konnten unten in den Garten, wir konnten alles machen. Das war echt cool von den Vermietern. Und dann sind wir dann in das Haus gezogen, was jetzt kommt.
Ja, das Haus da hinter mir mit dem Solardach, das war dann das Haus von meinen Eltern. Das Coole war, das war ein Drei-Parteien-Haus. Also oben haben meine Großeltern gewohnt und dann, ja, wegen des wenigen Platzes ist dann das Haus nach hinten 3-4 Meter länger als die anderen drei. Das ist ja eine Viererreihe. Und ich hatte mit meiner Schwester unten im Keller, wir hatten so einen Wohnkeller dann, unsere Zimmer und ja, genau, richtig, das war das. Und ja, dann sind meine Eltern 2014, glaube ich, nach Oldenburg gezogen. Gut, also ich bin komplett nass, deswegen gibt es heute leider keinen Sterngrill für mich. Wenn ich mich da reinsetze, wäre ich direkt kalt. Also fahre ich jetzt ins Airbnb und bestelle mir eine Pizza. Also bis gleich. Guten Morgen, es ist schon der nächste Morgen. Ja, gestern Abend habe ich mich dann noch mit Limonaden belohnt und Gyros-Pizza mit Zwiebeln und Soße Hollandaise, das war super. Ja, schlafen konnte ich erstmal nicht so gut, weil wegen zu viel Erschöpfung. Ja. Irgendwann ab 2 Uhr ging es dann. Und ja, die 360 Kilometer, was war das Coolste daran? Wahrscheinlich nur die Vorfreude darauf und die Vorstellung, dass man das fahren wird. Als ich es dann wirklich gemacht habe, ja, das erste Drittel war ja auch easy, das rollte gut. Am Anfang war noch keiner auf den Straßen, es war relativ flach. Ja, und dann irgendwann so ab 150 Kilometer wurde es dann zäher und man merkt jede Steigung und man möchte ja zügig vorankommen. Ich würde das jetzt, glaube ich, niemals mit einem Trekkingrad oder so fahren, also mit aufrechter Sitzposition. Du musst halt schon ja, dich windschnittig verhalten oder sitzen und Gas geben. Ja. Und wenn es dann nicht so läuft, wie zum Beispiel bei vielen Ortsdurchfahrten, ja, dann ist das nervig und ja, dann die Höhenmeter kamen noch dazu. Gut, ich wollte halt von zu Hause in die Heimat fahren, dann ist es eben durch Sauerland. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mal außen rum geplant, aber dann wäre ich bestimmt über 400 Kilometer gelandet. Und ja, dann die ganzen Stops da in diesem Zeitfenster von ein paar Stunden, wo ich nicht so recht vorankomme wegen Wetterwechsel. Jo, das war nervig. Ja, und dann irgendwann, als es so grob Richtung Münster ging, da lief es wieder, dann kam der krasse Regen. Ja, und also, ja, alles in allem ist es ganz gut gelaufen. Hätte es besser laufen können? Ja, definitiv. Hätte es schlechter laufen können? Ja, auch. Von daher alles okay. Muss man das machen? Nee, definitiv nicht. Wenn man sich voll abschießen will, ja, kann man das machen. Ich sehe das jetzt erstmal nicht mehr. 200 Kilometer bin ich schon zweimal gefahren, das ist okay, aber 360 nochmal, ja, so am nächsten Morgen noch nicht. Wir können uns vielleicht mal eben die Strava-Auswertung gemeinsam angucken. Ich mache mal hier die Bildschirmaufnahme an. So, das ist meine Aktivität, ja, 363 Kilometer, 3367 Höhenmeter, ja, bei mir musste das jetzt halt so sein. Wenn man sich einfach irgendeine Strecke aussuchen kann, würde ich weniger Höhenmeter nehmen. Bewegungszeit 14 Stunden, durchschnittliche Watt 160, ja, kann sein. Durchschnittliche Geschwindigkeit 25,8, da habe ich mir erhofft, so ja, 27 eigentlich, das wäre schön gewesen. Aber ja, die Ortsdurchfahrten und die Höhenmeter, ich glaube, daran hat es gelegen. Kalorien 9394, ja, kann ich nicht groß einschätzen. Ratter. So. Ja, hier das Höhenprofil. Ja, haben wir gerade schon besprochen. Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit 65. Ja, was ich jetzt hier natürlich interessant finde, sind die 14 Stunden 3 Bewegungszeit und verstrichene Zeit sind 1 Stunde 36 mehr. Ja, also 1 Stunde 36 Pause habe ich gemacht. Da habe ich halt ein bisschen was liegen lassen und bei der Bewegungszeit selbst. Trittfrequenz 75 im Schnitt, Herzfrequenz im Schnitt 138, maximal 168, ja. Also ich bin ein Hochpulser, das ist eher niedrig hier für mich, ja. Leistung, ja, durchschnittliche Leistung 160, maximal 753. Jo, gut, okay. Und dann habe ich gerade schon die Info bekommen, dass die Oberleitung von der Bahn von Greven bis nach Münster einen Schaden hat. Da fahren gerade keine Züge. Also holt mich jetzt Flo gleich ab und bringt mich mit dem Auto bis nach Münster. Und dann fahre ich von Münster nach Mannheim. Und ja, dann nochmal von Mannheim nach Hirschberg und dann nach Hause. Ciao.
Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.